So, ich darf euch dieses Jahr wieder begrüßen zum Tipp des Monats Dezember. Und wenn ihr schon eine Weile bei Palette Cut seid, dann wisst ihr, dass das eigentlich immer der Adventskalender ist. Und das ist auch schon der ganze Tipp, nämlich es gibt wieder einen Adventskalender. Und ihr dürft euch richtig freuen, der ist richtig super geworden. Und in der Zeit, wo ich weg war, hat ja der Dirk meinen Tipp des Monats Adventskalender übernommen. Den werden wir uns jetzt gleich anschauen. Ich kann nämlich leider aus technischen Gründen euch nicht live zeigen, wie ihr eure Objekte runterladet und wie der Adventskalender dieses Jahr aussieht. Gott sei Dank und dank der Objektentwicklung ist das aber gar kein Problem. Ich muss euch nämlich gar nicht mehr viel erklären. Ihr müsst eigentlich fast nichts mehr machen, nur noch die Türchen öffnen, eure Objekte abspeichern, wie ihr das möchtet. Und alles andere geht vollautomatisch. Dann wollen wir uns mal anschauen, was der Dirk da letztes Jahr gemacht hat mit dem Tipp des Monats. Herzlich Und den lassen wir willkommen einfach bei mal Palette laufen. Cut zu unserem Tipp des Monats. Heute der Adventskalender. In den vergangenen Jahren hat euch an dieser Stelle immer meine Kollegin Sandra begrüßt. Ja, wie ich es euch schon erklärt habe, letztes Jahr war ich ja nicht da. Deswegen haben wir jetzt dieses Jahr die Freude, uns nochmal das Video von Dirk anzuschauen. Setze auch ich mir eine schicke Weihnachtsmannmütze auf. Ja, auch ich habe meine Verkleidung wieder aufgesetzt. Auch die Kopfhörer gehören übrigens zu der Verkleidung als YouTuber, weil ich ja jetzt ein Review-Video mache, beziehungsweise ein React-Video. Federführend betreut, weswegen wir in diesem Jahr einen Plan B brauchten. Und so hat die Ja, Abteilung tatsächlich habe ich früher fast alle Objekte selber gemacht und meine Kollegen von der Academy. zusammengestellt. Der Name fest, Und inzwischen Kolleginnen und Kollegen Frieda macht das wirklich die Objektentwicklung, also richtig professionell, richtig gut. Also als ich weg war, das Kind hat wirklich laufen Kalenderinhalt gelernt. hat mir sturzbachartige Freudentränen in die Augen getrieben. Dazu kommt natürlich noch Finden könnt ihr die neuen das Objekte wie Marketing. gewohnt auf Deswegen unserer ist Internetseite. der Adventskalender jetzt auch richtig auf der Website von uns. Und auf diesen Schalter klickt. Sollte dieses Jahr ungefähr genauso aussehen, kann ich euch aber leider noch nicht zeigen. Startseite vom 1. bis zum 24. Dezember zu finden sein wird. Genau, im Infocenter der Link, auch hier unter dem Video, Instagram, Facebook, Newsletter, werdet ihr überall finden. Damit ihr solche Mega-Events nie mehr verpasst. Der Newsletter ist auch ganz praktisch, wenn ihr es ab und zu mal auf Rabatte und sowas abgesehen habt. Die findet ihr da immer. Aber um euch die Vorgehensweise zu zeigen, werfen wir jetzt hier gemeinsam einen exklusiven Vorabblick hinter, sagen wir mal, Türchen Nummer 13. Das darf ich eigentlich nicht. Führende Physiker haben mich davor gewarnt, dass, wenn ich bereits Tja, heute der Dirk. kommende Ereignisse vorwegnehme, Ein ich einen Scherz. Raum-Zeitkontinuum bilden kann, mit unabsehbaren Folgen für die Menschheit. Ja, Naja, ich glaube, so schlimm wird es schon nicht werden. wir sind Ich alle mach noch das da, Türchen einfach also mal es war auf. jetzt nicht so schlimm. An dem Beispiel kann ich euch nämlich prima ein paar Sachen zeigen. Zuerst mal ist der Adventskalender dieses Jahr für alle Kunden mit Servicevertrag noch ein Stück komfortabler geworden. Ihr könnt nämlich einfach die neuen Objekte in eurer Ablage speichern, ohne vorher die Materialien extra ablegen zu müssen. Die haben meine Kollegen aus der Objektentwicklung nämlich schon vorab klammheimlich mit einem der letzten Katalog-Updates auf eure Computer geschmuggelt. Ja, ganz genau. Da hat die Objektentwicklung ein bisschen gezaubert. Ihr wisst noch früher, wie das war. Immer zuerst die Materialien abspeichern, 500 Mal OK klicken und dann erst die Objekte abspeichern. Das haben wir inzwischen ein bisschen eleganter gelöst. Allerdings nur, wenn ihr den Servicevertrag habt. Dann wurden diese Materialien einfach automatisch mit dem Update für euch runtergeladen. Dann müsst ihr eigentlich nur noch die Objekte abspeichern in einem extra Adventskalenderordner oder ihr könnt es gleich in euren eigenen Katalogen einsortieren. Und wenn ich hier gerade sehe, was der Dirk da jetzt für ein Objekt gewählt hat für den Tipp des Monats letztes Jahr, das sind Objekte, die benutze ich sehr, sehr gerne immer noch und eigentlich auch alle von letztem Jahr. Und auch die Jahre davor, da waren sie zwar noch nicht ganz so professionell, aber ich muss sagen, die werden jedes Jahr besser. Ja, hier zeigt er das jetzt nochmal mit den Materialien. Wie gesagt, solange ihr einen Servicevertrag habt, müsst ihr das gar nicht machen, könnt ihr völlig ignorieren, einfach nur die Objekte abspeichern. Hier vorne rechts findet ihr auch in jeder Planung nochmal die Genau. sogenannten Tafeln der Diese Weisheit. Tafeln der Weisheit haben wir dieses Jahr weggelassen. Da ist das einfach nochmal schriftlich festgehalten. Aber
Ich denke, inzwischen wisst ihr, wie das geht und Objekte abspeichern. Falls ihr euch fragt, Bekommt dahin, viel mehr müsst ihr nicht machen. zum einen sind das wunderschöne Das war's eigentlich schon. Hochglanzfotos. So, der Deck erklärt jetzt hier noch, wie diese Objekte funktionieren. Das brauchen wir jetzt nicht, da können wir ein bisschen drüber spulen. So, wie man sie dehnen kann. Größer, kleiner und so weiter. Genau, und da hat er angefangen zu spoilern. Damit lassen sich Räume im Handumdrehen in Wohlfühloasen verwandeln. Ja, wahrscheinlich darf ich dieses Jahr Von deshalb solchen nichts Objekten zeigen. Gibt es dieses Jahr noch so viele. Hat's der Dirk ein bisschen übertrieben, muss man sagen, ne? Was war das denn? Ich glaube, die lineare Zeit, wie wir sie kennen, ist soeben zerbrochen. Die Physiker hatten recht. Das heißt, durch immer mehr Auch tolle Objekte, diese Gräser und Trockenblumen nutze ich sehr, sehr gerne. auf die Idee kommen, dieses Video zu verlangsamen oder anzuhalten, um dadurch Blicke auf weitere Objekte aus dem Adventskalender 2021 zu erhaschen. Deswegen mache ich an dieser Stelle ganz schnell Schluss und sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. So, und an dieser Stelle verabschiede ich mich dann auch. Und ihr seid wie immer herzlich eingeladen, ein Like zu hinterlassen oder sogar einen Kommentar. Dürft ihr gern reinschreiben, was hättet ihr euch denn vielleicht für den Adventskalender gewünscht? Vielleicht ist es dieses Jahr schon dabei. Wenn nicht, werden wir es ganz bestimmt notieren für nächstes Jahr. Aber ich bin sicher, dieses Jahr werdet ihr garantiert nicht enttäuscht werden. Es sind so tolle Objekte dabei. Und dann bleibt mir nur noch euch und euren Lieben eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Ja, und ja, eigentlich schon bis nächstes Jahr. Guten Rutsch.